Sicher erinnert ihr euch noch an unser Video, wo wir das Fenster freiwillig ausgebaut haben. Wie das Ganze unfreiwillig geht, zeigen wir euch in unserem heutigen Video. Vielleicht fangen wir einfach mal ganz vorne an. Wir haben ja das kleine Fenster im Frühjahr ausgebaut und dort an diese Stelle einen modernen Standardlüfter eingebaut, der uns seitdem sehr viel Freude macht. Ich gebe mir auch sehr viel Mühe immer bei meinen Ein- und Ausbauvideos und es hat Spaß gemacht. Man lernt was, man weiß, wie man ein Fenster einbaut, wie man reinigt und die Vorbereitungen macht, die bekanntlich die Arbeit sind, die die meiste arbeiten. Und jetzt kommt's. Wir fahren also nach Lingen. Eine kleine Testfahrt, um das ein oder andere vorzubereiten, einen letzten Besuch zu machen und einfach nur schön zu chillen. Es gibt einen riesen Knall während der Fahrt und wir denken, eine Kiste wäre hinten umgekippt im Auto und Alex sagte, nee, es geht hier nicht um eine Kiste, unser Fenster ist weg. Und es war nicht das kleine Fenster, es war natürlich das große Fenster. Es war einfach weggeflogen. Der Wind ist runtergefahren und später haben wir gemerkt, es war auch verkehrt herum eingebaut. Das hatten wir nicht getan, sondern der Vorbesitzer. Und jetzt liegt es zerbrochen in 4 Teilen an der Seite. Und wir waren absolut geschockt. Da macht man nichts. Da steigt man dann aufs Dach, mitten auf der Landstraße und fängt an mit Gaffertape alles notdürftig zuzukleistern, ein neues Fenster zu kaufen und das alte auszubauen. Guck mal, was machst du da jetzt? Ich baue jetzt das Fenster aus, mitten auf dem Parkplatz vom Obeling. Oh Gott. Ja. Wir haben ja sonst nichts zu tun. Ich wollte gerade sagen, wer sonst nichts zu tun hat, ne? Ja, so sieht es hier jetzt draußen aus. Hier steht schon das neue Fenster und wartet auf den Einbau. Hier ist ein Teil von dem zerstörten alten Fenster. Das war vorher auch schon kaputt. Jürgen hat das schon mal repariert, aber es hat nicht wirklich gut gehalten, leider. Und dann hing das immer so ein bisschen assi im Auto rum. Ja, jetzt wird es komplett ausgetauscht, weil uns ja gestern das Fenster um die Ohren geflogen ist. Jetzt stehen wir hier so ein bisschen im Regen und hoffen, dass es gleich wieder trocken wird, ne? So sieht das Ganze von vorne aus. Mal gucken, wie einfach oder nicht einfach das Fenster da rausgeht. Also gestern ging es einfach. Ja, gestern ging es einfach. Heute müssen wir erstmal 30 Schrauben raus. Ein Knall und weg war's. So, da ist es. Der Rahmen ist raus. Mir ist jetzt ein bisschen unklar, wie hier Nässe reinkommen konnte. Aber ein Marienkäfer ist hier oben. Ein lebender oder ein toter? Tot. Oh. Neues Fenster eingeklebt, festgeschraubt, Immer noch am weiter Kämpfen, geht's. Ja, jetzt ist Einbau. Ja. Jetzt ist Einbau. Zeit zum Einbau. So, was sagst du jetzt? Ja, ich sag viel Arbeit. Abbauen ist einfacher als Viel Arbeit, Einbauen. wenig Geld. Ne? Haben wir früher auch immer sehr Volk gesagt. Uiuiuiui, ganzen Tag gearbeitet in der Autofabrik. Ja, was lernen wir aus dem ganzen Quatsch? Alles hat was Gutes. Jetzt haben wir ein brandneues Fenster, alles ist schön und sauber, wie man hier sieht. Wir haben viel mehr Spaß jetzt natürlich mit dem neuen Fenster. Es leckt auch nicht mehr und wir können es wieder auf und zu machen. Und so hat die Medaille auch wieder was Gutes wie was Schlechtes. Wir haben einen riesen Schreck bekommen. Es war natürlich sauteuer, dieses Fenster. Aber einen Tag später ist alles wieder gegessen und die Fahrt kann weitergehen.